Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren erstklassigen Video aus dem Hause Bricks Go Wild. Megamäßig. Also ich will ja nicht sagen, aber wir dürfen euch heute Minifiguren vorstellen und nicht irgendwelche Minifiguren, sondern die neue Minifiguren-Serie 24 mittlerweile, oder? Ganz richtig und Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, dass schon 24 Serien erschienen sind. Es ist eine Erfolgsstory, nennen wir es so. 12 Figuren an der Zahl. Wir waren so schlau und haben uns ein komplettes Set organisiert. Die kommen natürlich auch in die Stadt. Werden wir vielleicht auch dokumentieren, wo wir die genau hinstellen. Eigentlich sogar 13 Figuren. Oder 12,5. Ach so, ja. Wir sehen gleich mehr. Vielleicht habt ihr die Figuren auch schon woanders gesehen. Rita hat damit eine so große Freude, dass wir uns gedacht haben, wir setzen uns kurz mit euch hin und zeigen sie euch. Christoph dezent irritiert. Ja, wir werden dann sehen, was diese halbe Figur sein soll. Rita, ich würde sagen, du schnappst dir gleich mal eine und währenddessen verlieren wir vielleicht ein paar super intelligente Worte darüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Figurenserie sehr, sehr gut. Es sind sehr tolle, sehr nette Figuren dabei. Oh ja. Und wir haben hier gleich mal eines meiner Highlights, den Zeitungsjungen. Ja, ein Zeitungsjunge, Entschuldigung. Der bedruckte Arme hat, was ich sehr interessant finde. Er hat auch sehr viele Accessoires dabei, also bedruckte Arme deswegen, weil er quasi dieses Hemd, das er anhat, so hinaufgekrempelt hat. Er hat Hosenträger übrigens auch an, finde ich auch sehr cool. Und ja, sogar die Hose ist bedruckt. Aber was ich hier am coolsten finde, ist einfach, dass er sehr, sehr, sehr viele Accessoires dabei hat. Er hat eine Tasche, er hat diese Steinschleuder und natürlich auch eine Zeitung, zum Glück, sonst wäre es ein bisschen komisch. Was mir auch sehr gut gefällt, ist nicht nur das Gesicht, sondern auch die Kappe, die er auf hat. Ich weiß nicht, ob es die schon mal gegeben hat, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall nicht so oft, wenn es sie schon mal gab. Eine sehr, sehr coole Figur. Auch die Tasche und auch die Hosenträger, die er umhat. Wirklich, wirklich nett und sehr gelungen. Ja. Und einfach so viel dabei, das ist schon echt cool. Accessoiremäßig sind sie dieses Mal wirklich auch wieder mal an vorderster Front. Wir haben als nächstes hier die Falknerin. Natürlich fällt sofort auf dieser Falke hier. Ich glaube, den gab es auch in der Form noch nie. Und sie ist natürlich auch wirklich eine Crème de la Crème Figur hier mit ihren roten Haaren, die hinten so zusammengebunden sind. Dann hat sie ein Oberteil hier mit den Falcon Knights in Blau und auch die Hose, der Umhang, Pfeil und Bogen. Also es ist wirklich eine sehr schöne Figur auch hier. Und ich habe schon gesehen, dass viele auf der Suche nach dieser Figur hier sind. Die scheint sehr, sehr beliebt zu sein. Verstehe ich. Sehr viele Tiere übrigens in dieser Serie. Was auch noch speziell ist für mich auf jeden Fall der Umhang, weil der extra so geschnitten ist, dass er eben in die eine Seite ein bisschen hinaussteht, wie wenn der Wind gehen würde. Also den muss man quasi der Dame so umschnallen, dass das dann so in die eine Seite, jetzt hat sich das irgendwie ein bisschen verzwirbelt, genau, also eigentlich sollte es dann so. Auch natürlich mit Wechselgesicht, also auch diese Figur her, sehr, sehr cool. Und ich mag das kleine Vögelchen sehr. Ist natürlich auch cool, das haben wir jetzt nicht ganz so gut gezeigt, dass sie auch wie eine Art Handschuh natürlich anhat, wie es eben die Falkner natürlich auch haben, deswegen eine braune Hand mit dem Handschuh und eine normale Hand. Ganz richtig, ja. Sehr, sehr cool. Dann kommen wir weiter zu meiner Seite wieder. Auch hier viel dabei. Wir haben eine Karotte beziehungsweise einen Herrn in einer Karotte und auch noch passende Haare dazu, die ich auch sehr cool finde, muss ich sagen. Die passen ihm nämlich auch sehr gut, wenn man die Karotten Accessoires hier mal wegnimmt. Ja, was haben wir jetzt schon alles? Wir haben eine Erbse, wir haben Melone, wir haben Pizza, Chili. Also es werden immer mehr Kostüme zum Thema Essen und auch das finde ich total cool. Schild ist cool, natürlich bedruckt, immer bei den CMF-Figuren. Also auch der hier, der ist ja, glaube ich, vom Stil her ähnlich wie die neueren Bauernhof-Sets gehalten. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Auch doppelt bedruckte Hose, also mit quasi den Stiefeln, die er anhat, ist echt
super gemacht, muss ich sagen. Ich finde die mittlerweile auch sehr süß. Also diese ganzen Gemüsesachen, die wir schon haben. Und passt natürlich super in unsere Stadt. Also wenn ihr jetzt ein Space Layout baut, dann ist der vielleicht jetzt nicht euer Favorit, aber für eine Stadt passt das super. Als nächstes haben wir hier die Töpferin. Allen voran springt hier natürlich ihre coole Turban ins Auge, ganz genau, der auch bedruckt ist. Sie hat auch ein Dual-Molded Oberteil an, also sie hat sich die Ärmel hinaufgekrempelt, so wollte ich sagen. Und ja, also ich meine, das Oberteil an sich ist einfach total cool mit hier den Taschen und weil es alles ein bisschen voll besudelt ist von dem Lehm oder mit was auch immer man töpfert. Und sie hat hier so einen Krug, den sie schon gemacht hat, und auf der anderen Seite ist hier so ein Töpfertisch, wo sie gerade an einer Schüssel arbeitet. Total cool. Ja. Hat sie auch ein Wendegesicht? Natürlich hat sie das. Also vorne einmal hier und hinten einmal hier. Auch eine sehr, sehr nette Figur, die jetzt vielleicht nicht in die Stadt gleich an eine Straße passt, aber irgendwo in ein Haus kann man sowas total cool platzieren. Man kann die auch sonst wo verwenden, weil zum Beispiel, ich denke mir, so sehe ich eigentlich immer nach dem Duschen aus, also mit so einem Turban. Könnte man ja vielleicht so auch irgendwo verwenden. Auf jeden Fall, also dass mir ihr quasi Haare gibt, die zusammengebunden sind. Ja, also auch das eine sehr, sehr schöne Figur, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Dann kommen wir weiter zu einer nächsten, Hier fehlt übrigens was, ich gehe kurz was holen. Rita, red weiter. Einem nächsten Highlight. Ach, ich weiß schon, was fehlt. Das haben wir nur in Sicherheit gebracht, damit das Tim ja nicht erwischt. Denn er hat gleich gesagt, Ball. Und jetzt fliegt er gleich wieder davon. Er fliegt schon. Genau, ein Fußball ist hier dabei, der sehr cool ist, muss ich ja sagen. Ein klassischer Fußball. Hat mich an meine Kindheit erinnert, wo es ja damals Anfang der 2000er diese Fußballsets gegeben hat, und der ist hier dabei. Und er ist total nicht nur bedruckt, sondern man sieht auch quasi die Nähte beim Ball. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Kamera so gut seht, aber da sind wirklich auch so Rillen für die Nähte drin. Also sehr, sehr cool gemacht. Ja, dann hier diese Dame mit Oberteil in dem neuen Gelb. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber in dem neuen Gelb. Ihr seht es da im Vergleich zu der Karte zum Beispiel, das ist quasi das traditionelle Gelb und hier dieses Leuchtgelb. Ich finde es sehr cool, auch weil hier auch wieder die Arme bedruckt sind. Sie hat einerseits so einen, keine Ahnung, das eine ist eher so ein Timer mit einer digitalen Uhr und das hier schaut aus wie eine normale Armbanduhr. Ich kenne mich jetzt bei Fußball nicht so gut aus, ob die wirklich immer 2 Uhren haben, aber gut. Ein Pfeiferl hat sie natürlich auch umgehängt, ist ja ganz klar, muss man ja auch pfeifen. Und eben eine rote und eine gelbe Karte. Sie hat auch noch so ein Mikrofon, damit sie da mit alle kommunizieren kann, wobei sie schreit als wie, also von dem her Ihr könnt natürlich auch die andere Variante wählen von dem Gesicht, aber ich finde die schreiende Variante irgendwie besser, passt irgendwie besser zu Fußball. Und wunderbare Haare hat sie auch, finde ich sehr, sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Auch die habe ich eigentlich so noch nicht gesehen. Auf jeden Fall wäre mir das jetzt entfallen, wenn ich sie so gesehen hätte. Eine sehr aufwendige Steckfrisur, muss ich sagen. Und dürfte auf jeden Fall eine Frisur der neueren Art sein, und auch ihre Hose finde ich cool, weil die ja auch immer, sind das irgendwelche Turnschuhe oder Socken, die sie da anhat, also die sind auch seitlich sogar bedruckt, und das sieht man ja bei normalen City-Figuren eher seltener, also die kommt sicher irgendwo bei unserem Fußballbereich hin und wird dort dann ein schönes Plätzchen bekommen, da wollen wir ja auch demnächst mal ausbauen. Ui! Vom Tisch runtergefallen. Ich komme gleich wieder. Rita übernimmt die momentan. Nein. Ich weiß nicht, wer das jetzt war, aber der war sehr agil. Der Dino. Der Dino. Der wollte nicht. Dann, vielleicht hat er sich gefürchtet vor dieser Person hier. Sehr gefährlich. Auch wieder sehr viele Accessoires. Eine super coole Frisur, wie ich finde. Also so einen 1x1 runden, braunen Stud, oder wie man die nennt. Und dann die Frisur drinnen sieht herrlich aus. Dieser Ork verteidigt keine Ahnung was.
Den wollen ja auch viele haben, die ein Mittelalter-Layout haben oder Herr der Ringe-Layout. Also der ist total cool. Mir gefällt dieses Unterkiefer, das ist nämlich ein eigenes Teil. Also man setzt ihm eigentlich einen normalen olivfarbenen Kopf auf und dieser Unterkiefer ist so hineingeklickt. Auch die Frisur, das zerrissene Cape und das Schwert. Also er hat auch bedruckte Arme. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Der Wind bläst das Cape hinauf und wieder hinunter. Richtig, ja. Also total schöne Figur. Gefällt mir. Hat ja auch ein Wendegesicht. Ich glaube nicht, weil er ja von der Frisur her ein bisschen, ja, nennen wir es mal eingeschränkt ist. Auch der Schild ist cool. So, jetzt kommen wir aber zu der Figur, die gerade vom Tisch gefallen ist. Es ist der T-Rex. Noch ein Kostüm. Wir lieben ja die Kostüme. Wir brauchen die immer für einen Vergnügungspark. Kommt auch sicher der zu den anderen Dinos. Wir haben hier einen Dinosaurier. Den Schwanz, glaube ich, haben wir schon mal wo gesehen oder so ähnlich der auf jeden Fall. Der ist als Ersatzteil drinnen. Und der ist sogar als Ersatzteil dabei. Wir haben auch hier, wie ihr seht, bedruckte Arme und auch bedruckte Beine. Also das ist ganz cool. Und wie gesagt, der Kopf ist ein normales Männchen, wie ihr seht. Hier vielleicht ist da das Budget nicht drin gewesen, weil eben der Schwanz und auch der Helm, sagen wir mal, sehr aufwendig war. Aber hier hätte noch irgendwie ein kleiner Knochen oder irgendwas hingepasst, finde ich. Essen Dinos Knochen? Keine Ahnung. Ja, er hat vorher was gegessen und es ist nur mehr der Knochen übrig. Okay. Ich dachte sowieso Hunde. Dann haben wir noch dieses Mädchen hier. Übrigens, ihr wisst immer, wenn Christoph eine Figur zusammengebaut hat, im Gegensatz zu mir, wenn die nicht gescheit zusammengedrückt sind. Sorry. War ich das? Ich weiß das nicht mehr. War ich das etwa? Ich glaube schon. Dieses Mädchen, die Frisur kennen wir kennen auch schon das Gesicht, das eben kein Wendegesicht ist, also das kennen wir schon, das ist altbekannt. Was aber eben cool ist, ist dieses Schaukelpferd hier. Die Figur hier ist jetzt nichts ganz Besonderes, aber das Schaukelpferd ist echt nice, finde ich. Kennen wir von Duplo sehr viel, also bei Duplo hatten sie diese Schaukelpferde schon länger, aber eben bei Lego nicht. Deswegen freut es mich sehr, dass wir das jetzt auch bei Lego dabei haben. Ja. Sehr, sehr nettes Schaukelpferd auf jeden Fall. Als nächstes eine Figur, auf die auch sehr viele aufmerksam geworden sind. Es ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung, die Rokoko-Dame. Rokoko, ich weiß es nicht, aber ich finde es eine super Dame. Erstens mal vielleicht kleiner Chihuahua in weiß. Mozart-Schwester vielleicht? Vielleicht Mozart-Schwester, ja. Kann leicht sein. Extrem geile Frisur. Schaut euch das mal an. Also wirklich, das ist, glaube ich, zwar eher eine Perücke, aber so richtig, wie es damals in dem Stil war. Sie hat auch natürlich ein Wendegesicht, geschminkt bis zum geht nicht mehr. Da könnte man doch auch so ein altes Gericht machen quasi, wo sie ja früher auch immer die Perücken auf hatten, mit diesen Perücken dann hier. Das wäre mal cool, ja. Wenn es da noch mehr geben würde, auf jeden Fall. Und dann hat sie ein passendes Ober- und Unterteil an. Also ich finde hier das mit einem Riesenpopo. Extrem cool, ja genau. Und ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich habe zuerst geglaubt, das ist das Teil, welches ja auch schon mal bei einer anderen Minifigurenserie bei dieser Königin dabei war. Aber hier, schaut euch mal das an. Das ist wirklich ein sehr, nennen wir es, ausladender Hinterteil. Dieses Kleid hier, also, aber funktioniert. Also es ist unten ein 2x4 Brick dann insgesamt, der aber insgesamt eigentlich nur nach hinten geht. Ja. Aber mir gefällt einfach hier vorne die Bedruckung sehr gut. Auch hinten übrigens am Oberteil. Eine sehr, sehr, sehr coole Figur. Ich glaube, den Chihuahua in Weiß haben wir auch noch nicht. Kann echt sein. Ja. Mit den Tieren geht's weiter. Ich finde diese Serie also tiertechnisch auch ein Wahnsinn, denn wir haben jetzt einen Koala. Der wird natürlich in den Zoo kommen, ist ja ganz klar, wo soll er sonst hin? Der rennt sich hier nicht so einfach bei uns in der Stadt herum. Aber ich sag's euch, also ich bin da wirklich ein Fan. Also dieser Koala ist ein Traum. Damit wir auch das Oberteil von diesem Koala-Wärter sehen. Hier sieht auch sehr cool aus und eben, ich finde diese Konstruktion super, dass der da auf seinem Bambusstückchen da hängt. Ja, die Tiere fallen sonst immer runter. Ja, genau, damit er gehalten werden kann. Also das sieht richtig cool aus. Er hat auch ein Wendegesicht, also entweder dieses entzückte Lachen, weil vielleicht der Koala so süß ist, oder einfach nur ein smartes Lächeln. Genau. Und was ich hier auch toll finde, ist erstens mal die Frisur mit Kappe. Ja. Dann hat er auch ein Dual-Molded Oberteil an und sogar Dual-Molded Hosen, wo also so Stiefel imitiert werden. Also das ist auch was eigentlich ganz Seltenes heutzutage in der Lego-Welt. Sehr, sehr aufwendig, die Figuren hier. Im Allgemeinen, muss man ganz ehrlich sagen.
Dann haben wir hier so einen Space Ranger, den finde ich auch total cool. Also passt natürlich bei uns jetzt nicht absolut in die City, aber irgendwo werden wir ihn schon platzieren können. Hier mit diesem Helm, der glaube ich mal irgendwo bei Star Wars vorgekommen ist. Und mir kommt dieser Mold, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst, sehr bekannt vor, hier in Sand Green. Und dann haben wir hier so ein abgespacedes Gesicht. Das ist natürlich irgendein Roboter oder ein Alien, keine Ahnung, auch hinten. Auch sehr schön bedruckt, sehr aufwendig, bedruckte Oberteil, Ärmel, bedruckte Hose auch auf der Seite. Also hier haben sie wirklich nicht gespart. Und ich finde das mit die Rollschuhe so cool. Also auch wenn euch diese Figur nicht gefällt und ihr wollt was anderes draus machen, dann könnt ihr oder habt ihr wenigstens rosa Rollschuhe. Nämlich glaube ich 2 Paar dann, weil ich glaube, eines ist als Ersatzteil drin. Ganz richtig. Hier auch diese bedruckten Teile, das ist zweimal dabei. Richtig cool. Ein auch sehr schöner junger Mann, wenn man das mal so sagen darf. Und dann kommen wir noch zu 2 netten Figuren. Und deswegen sage ich, eigentlich sind es ja 13 Figuren und nicht 12, weil wir haben ja hier diesen kleinen Classic Spaceman und einen großen oder ein Mädchen, who knows. Auf jeden Fall ein kleines Baby und ich finde das super süß, dass es mal Babys in anderer Form gibt. Ob das jetzt realistisch ist, dass der in den, Weltraum fliegt, aber gut. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und was ich auch süß finde, ist, dass hier quasi dieses Walkie-Talkie, was auch immer, als Babyphone genutzt wird. Das heißt, ihr seht hier den Druck drauf, also diese Fliese, die drauf geklatscht worden ist. Das ist quasi wie so eine Art Babyphone. Und was ich auch toll finde, ist, dass das eigentlich, also wir kennen ja dieses Teil schon, das haben wir zuhauf zu Hause oder in der Lego-Stadt, sagen wir mal so. Ach, ich bekomme das jetzt nicht runter. Mein Fingernägel will ich auch nicht kaputt machen. Ja, haben wir keinen Teiletrenner hier, weil egal, ihr wisst, wie das Teil aussieht. Das ist das klassische Mikrofon. Tim liebt Teiletrenner, deswegen sind die alle weg. Aber hier sind auch sogar Knöpfe auf der Seite, was sicher die alten nicht haben. Das ist wahr, ja, das kann durchaus sein. Und natürlich der Classic Spaceman oder Astronaut in Braun ist auch sehr beliebt. Auf den haben auch viele gewartet, glaube ich. Genau. Und was ich halt toll finde, also ich muss wirklich sagen, das Baby ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur von dieser Serie. Das übrigens kann man hier sogar den Kopf abnehmen, aber den Helm kann man nicht abnehmen. Das ist in einem, Genau. Sehr, sehr lieb gemacht und so eine tolle Idee. Und ich glaube, da haben sich viele Space-Freunde gefreut. Sowohl über die Figur in Braun als auch über dieses Baby hier. Ja. Was ist deine Lieblingsfigur? Ich bin jetzt gerade nebenbei ein bisschen am Grübeln und am Überlegen gewesen. Ich habe zuerst an die Falknerin gedacht, weil ich hier dieses Vögelchen einfach total toll finde und die Figur einfach megamäßig aussieht. Jetzt, wo wir es nochmal angeschaut haben, gefällt mir aber auch der Koala-Typ, weil er einfach so viele Details hat und weil auch das Tier extrem knuffig ist. Am wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Mädchen mit dem Schaukelpferd. Ich verstehe es, das Schaukelpferd ist sehr, sehr aufwendig. Bei der Figur hätte man vielleicht noch das ein oder andere Detail einfügen können, dann wäre das auch eine coole Figur gewesen. Was sagst du dazu? Aber ich bin froh, dass es Schaukelpferd gibt, weil das war wirklich mal Zeit, dass sie das machen. Also ich muss sagen, ich bin mit allen sehr zufrieden. Sie passen alle wunderbar zu uns, bis auf vielleicht den Ork. Kommt ja was zu Herr der Ringe und Mittelalter, dann passt der. Aber sonst passt das einfach perfekt für unsere Stadt und deswegen bin ich super happy. Und wie gesagt, allein mit diesen vielen Accessoires muss ich wirklich sagen, dieses Mal bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich meine, wir sind eigentlich fast immer begeistert von den Minifiguren-Serien. Liegt daran, weil Rita einfach eine große Freundin der Figuren ist. Dieses Jahr kommt noch Disney und ich glaube Marvel. Das wird natürlich auch sehr interessant. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir uns jetzt mittlerweile immer komplette Sets kaufen. Die gibt es dann auch meistens schon sogar bevor sie rauskommen, rabattiert und da ersparen wir uns dann das Drama mit dem Fühlen und dann haben wir wieder eine falsche. Wir sind früher immer dort, ich sag mal, in der Nachbarschaft bei Müller herumgestanden, bis die Verkäufer schon komisch geschaut haben und haben versucht, die Figuren zu ertasten. Geht natürlich auch. Zum Teil sind die Figuren dann sogar, sie haben jetzt gerade Muppets und ich glaube sogar noch die 23er-Serie vergünstigt. Ich glaube um 2,99 oder 1,99. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Greta will aber immer die komplette Serie. Und was ist jetzt deine Lieblingsfigur? Das Schaukelpferd? Nein. Der Space. Das Baby. Und welche gefällt dir am wenigsten? Ich glaube er.
Also dieser Space-Typ, ja, wahrscheinlich, weil er vom Thema einfach am wenigsten zu uns in die Stadt passt. Ja. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, wie ihr diese Minifiguren-Serien handhabt. Welche gefällt euch am besten? Und was ich gerne wissen möchte, ist, wo sollen wir welche Figur verbauen? Mhm. Habt ihr da irgendwelche Ideen gehabt während dem Zuschauen oder vielleicht auch noch später? Dann bitte in die Kommentare, denn sie werden ja sicher auch wieder platziert werden in der Stadt. Deswegen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, könntet, dann wäre das sehr nett von euch. Ganz richtig, ja. Also ich bin ein Fan davon. Sie haben ja jetzt auf 12 Figuren reduziert, was ich ganz gut finde, denn bei 16 oder 17 Figuren waren eigentlich immer 2, 3 dabei, die irgendwie nur mehr so reingeschoben wurden. Jetzt haben sie im Großen und Ganzen 12 Figuren, die echt toll aussehen. Und das Coole ist, wir haben, wenn wir die verbauen, immer dann noch so große 4x3 Fliesen in Schwarz. Da haben wir jetzt sogar einen Abnehmer gefunden, mit dem wir die jetzt groß verkaufen und uns schenken können. Ich will gerade sagen, beziehungsweise tauschen vielleicht. Ja, also wir sind da dafür und wie gesagt, schreibt uns gerne, ob ihr die euch auch gekauft habt und vor allen Dingen auch, welche euch am besten gefällt. Genau. In dem Sinne, macht es gut, baut auch ihr ein paar Minifiguren zusammen und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder in Wild City. Dann hoffentlich mit den Minifiguren, die platziert werden, mit euren Ideen. Ganz richtig, ja. Also, bis bald. Baut was Schönes. Bis bald. Tschüss. Tschüss.